Kannst du dich erinnern an einen Moment, in dem du gearbeitet hast, die Zeit um dich herum vergessen hast und einfach völlig aufgegangen bist in dem, was du da tust? Das ist nicht mein Dauerzustand, wenn ich arbeite, aber manchmal habe ich diese Momente, die sich über einige Stunden hinziehen können. Und der ungarische Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi hat sich mit der Frage beschäftigt, woran liegt das? Wie kann es sein, dass manche Leute, Künstler, stundenlang in der Landschaft stehen, Bilder malen, ohne einen Cent dafür zu bekommen? Wie kann es sein, dass Sportler sich verausgaben und laufen, rennen, Bälle werfen und ohne einen Cent dafür zu bekommen, das stundenlang machen können? Was passiert da innerlich den Menschen drinnen? Und er hat versucht, diese Dinge, die er herausgefunden hat, zu übertragen auf die Arbeitswelt und die Frage gestellt, wie sieht Arbeit aus, in der man aufgehen kann, in der man in diesen Zustand kommt. Und diesen Zustand hat er beschrieben mit dem Begriff Flow. Er war nicht der Erste, der das beschrieben hat. Es gab 1908 bereits einen Pädagogen, Kurt Hahn, der dieses Phänomen beschrieben hat, und Maria Montessori hatte das bei Kindern beobachtet. Aber er war der Erste, der das auf den Arbeitsplatz übertragen hat und dadurch viele Arbeiten geschrieben hat, die sehr viel Aufmerksamkeit gefunden haben. Was er festgestellt hat, ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Fähigkeiten eines Menschen und die Herausforderungen, die an ihn gestellt werden. Und wenn die Fähigkeiten eines Menschen ziemlich gut ausgeglichen sind mit dem Maß an Herausforderungen, was an ihn gestellt werden, dann kommt er in diesen Zustand, wo er die Dinge, die er tut, gerne macht, Leidenschaft dabei empfindet, Freude dabei empfindet und völlig darin aufgeht. Und dann hat er das versucht, auf den Arbeitsplatz zu übertragen und überlegt, okay, wie sieht das aus, wenn die Anforderungen zu hoch sind an einen Menschen und seine Fähigkeiten noch nicht so ausgebildet sind. Dann kommt er in einen Zustand von leichter Überforderung, aber auch das kann auch als eine positive Herausforderung wahrgenommen werden. Und wenn ein Mensch dann noch höhere Anforderungen bekommt, dann fängt es an zu Angstzuständen und Überforderungszuständen sich auszuweiten, bis hin zu immer weiteren Überforderungen, die dann in unserem heutigen Deutsch zu Burnout führen und bei noch weiteren Anforderungen zu Apathie, zu der Abwesenheit von Freude und einfach bloß einem Aushalten, einem leeren Dasein. Er hat aber auch festgestellt, dass das Ganze auch in die andere Richtung funktioniert. Wenn die Fähigkeit, die Anforderungen, die gestellt werden, zu niedrig sind an jemanden, dann kommt er in so ein Gefühl von Kontrolle, ich habe alles im Griff, auch das kann eine Zeit lang als positiv wahrgenommen werden. Und wenn die Anforderungen dann weiterfallen, kommt er in einen Zustand von Langeweile. Und diese Freude geht verloren an seiner Tätigkeit. Und immer weiter, wenn die Anforderung weiter sinkt, schließt sich der Zirkel auch wieder zu völliger Apathie. Und das Ziel ist natürlich immer zu gucken, okay, wo bin ich eigentlich gerade an meinem Arbeitsplatz, in meiner Tätigkeit? Bin ich überfordert? Bin ich unterfordert? Wenn ich mich unterfordert fühle, habe ich verschiedene Möglichkeiten. Vor allem kann ich gucken, wie ich meine Arbeit so gestalten kann, dass die Anforderung steigt, dass ich vielleicht einen zusätzlichen Tätigkeitsfeld hinzunehme oder ein anderes Tätigkeitsfeld, das mich unterfordert, abgebe. Ich kann mehr Verantwortung übernehmen. Ich kann größere Herausforderungen suchen. Innerhalb der Arbeit, aber vielleicht auch eine andere Stelle suchen, in der ich mehr gefordert bin. Wenn ich mich überfordert fühle, habe ich auch verschiedene Möglichkeiten. Ich kann die Herausforderung verringern. Das ist eine legitime Herangehensweise, eine bestimmte Tätigkeit abzulegen oder abzugeben oder mir Hilfe zu suchen in dem, was ich mache. Ich kann aber auch, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, mich weiterbilden.
Ich kann diese Herausforderung sehen und anerkennen, das überfordert mich jetzt gerade. Nichtsdestotrotz kann ich dahin wachsen, glaube ich daran, dass ich dahin wachsen kann. Und ich nehme das als eine Herausforderung und bilde mich weiter, suche mir Möglichkeiten, wie ich mehr lernen kann, damit umzugehen. Im Austausch mit Kollegen, durch eine Weiterbildung im beruflichen Kontext oder ein zusätzliches Studium oder einfach mal mich zu informieren auf irgendwelchen Kanälen, wie ich noch mehr lernen kann, damit umzugehen. Und diese Möglichkeiten habe ich, wenn ich nicht im Flow bin. Und natürlich ist es unrealistisch zu sagen, ich möchte die ganze Zeit im Flow arbeiten, wer das programmiert. Das ist völlig unrealistisch und trägt der Herausforderung, der Realität auch keine Rechnung, dass wir an Herausforderungen wachsen, dass wir Situationen brauchen in unserem Leben, die uns überfordern, um uns weiterzuentwickeln, dass wir aus diesem Flow-Stadium rauskommen müssen, um uns weiterzuentwickeln und wieder Herausforderungen zu finden. Aber mich inspiriert das und ich habe das immer wieder beobachtet, wenn ich mit meinem Lernstudio mich anfing zu langweilen, habe ich mir neue Herausforderungen gesucht und mal versucht, mehr die Businesskunden anzugehen und hinauszuwachsen über das Begleiten von Schülern und von Erwachsenen in Sprachkursen und mich mal vorzuwagen in dieses herausfordernde Feld von Businesskunden oder mein Konzept zu überarbeiten und zu überlegen, wie kann ich das noch interessanter machen, wie kann ich zum Beispiel die modernen Medien mehr einbeziehen in diese Weiterbildung, die ich gemacht habe in dem Lernstudio. Einer der Gründe, wo ich das persönlich auch regelmäßig erlebe, oder eine der Situationen, wo ich das regelmäßig erlebe, im Flow zu sein, ist bei Spielen. Das heißt bei Brettspielen mit anderen oder bei Kartenspielen. Spiele, die mich unterfordern, machen mir wenig Spaß. Spiele, die mir zu kompliziert sind, machen mir keinen Spaß, da gehe ich nicht drin auf. Und bei Spielen kann man das ganz gut regulieren, wenn man sich ja aussucht, welche Spiele man spielt. Und da kann ich für einige Stunden in einen Flow-Zustand kommen. Das ist ein sehr erfrischendes Erlebnis, mal rauszukommen aus dem ganzen normalen Alltag. Und es ist nicht immer möglich, alle beruflichen Dinge zu beeinflussen und so zu biegen und zu verändern. Manchmal kann man aber noch mehr beeinflussen, als man denkt. Aber in jedem Fall ist es, glaube ich, gesund, Wege zu suchen, wie man regelmäßig Flow-Erlebnisse haben kann. Und das ist erfrischend, wenn man im Fluss ist und für einige Stunden einer Tätigkeit nachgehen kann, in der man mal richtig rauskommt, alles um sich herum vergisst und einfach erfrischt wird. Das wünsche ich dir und kann ich nur ermutigen, darüber nachzudenken, wie kann ich mein Leben gestalten, wie kann ich meinen Alltag gestalten, wie kann ich meinen Arbeitsplatz gestalten, damit ich öfter im Flow bin und erfrischt in dem aufgehen kann, was ich gerade mache.